Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Heute habe ich noch ein letztes Osterrezept für euch. Es ist ein Osterbrot, was auf keinen Fall beim Osterfrühstück fehlen sollte. Dieses fluffige und saftige Brot schmeckt nämlich der ganzen Familie. Es ist auch wirklich ganz schnell zubereitet, aber wir brauchen etwas Geduld bei der Gehzeit. Doch die müssen wir nicht in der Küche verbringen, oder? Na also, dann lasst uns mal gleich loslegen. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Für das Osterbrot nehme ich 80 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 7 Gramm Trockenhefe, eine Prise Salz, ein Ei, 80 Gramm flüssige Butter, 200 Milliliter warme Milch und 500 Gramm Mehl. Zuerst kommen alle trockenen Zutaten in die Schüssel und werden miteinander verrührt. Und dann kommen die flüssigen Zutaten dazu. Wenn die Milch warm ist, geht die Hefe besser auf. Dann gebe ich noch das Ei und die flüssige Butter dazu. Und nun wird alles miteinander zu einem glatten Teig verknetet. Das dauert etwa 10 Minuten. Der Teig ist jetzt fertig. Das erkennt ihr daran, dass er sich ganz leicht vom Haken lösen lässt und nicht mehr klebt. Und aus dem forme ich jetzt eine Kugel. Dafür bemehle ich mir noch die Hände und dann geht es auch schon los. Ich drehe die Kugel, ziehe dabei den Rand nach unten und lege ihn in die Mitte. Ich bestäube den Teig mit Mehl und lege ein Tuch über die Schüssel. Der Teig muss jetzt eine Stunde gehen und dafür kommt er an einen warmen Ort, aber nicht wärmer als 30 Grad. So sollte euer Teig jetzt etwa aussehen. Der Teig muss noch einmal kurz durchgeknetet werden. Dafür bemehle ich meine Arbeitsfläche und hole den schön warmen Teig aus der Schüssel. Beim Kneten ziehe ich den Teig lang, lege das Ende zurück in die Mitte und drehe dabei die Kugel. Nachdem ich das erledigt habe, teile ich die Kugel in 3 gleich große Stücke. Dann wird der Teig gerollt. Ich glaube, wenn ich etwas weniger Mehl genommen hätte, wäre das Rollen etwas einfacher gewesen. Die Rollen sollten etwa 30 cm lang werden. Und nun wird geflochten. Die Rollen lege ich dicht aneinander und flechte von außen in die Mitte. Ich finde es einfacher, wenn man beim Flechten in der Mitte anfängt, weil sich der Teig mit den kurzen Enden leichter legen lässt. Die Enden drücke ich etwas zusammen und lege sie unter den Zopf. Und dann kann der Teig aufs Blech. Den Teig decke ich noch einmal mit einem Tuch ab. Unser Brot muss jetzt noch einmal für mindestens 30 Minuten gehen. So sieht mein Brot nach 45 Minuten aus. Nun verkühle ich noch ein Ei und 2 Esslöffel Milch und bestreiche dann damit das Brot. Das Ei und die Milch müssen kräftig miteinander verrührt werden. Durch das Bestreichen mit der Eimilch glänzt das Brot nach dem Backen richtig schön. Weil der Teig so warm ist, trocknet die Eimilch ziemlich schnell an und ich muss noch ein zweites Mal nachpinseln. Zum Schluss streue ich noch Hagelzucker und gehobelte Mandeln obendrauf. Nun kommt das Brot bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für 30 Minuten in den vorgeheizten Ofen.
Mein Osterbrot ist fertig gebacken. Es ist richtig gigantisch geworden. Es ist weich, es duftet, es ist genug geschwärmt. Nach 20 Minuten habe ich eine Alufolie rübergelegt, damit es nicht zu dunkel wird. Nach 30 Minuten habe ich den Ofen ausgeschaltet und habe das Brot noch 5 Minuten drin gelassen. Sobald es abgekühlt ist, schneiden wir es auch mal an. Wenn ihr auch so ein Osterbrot auf eurem Frühstückstisch haben möchtet, findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!